Der Toskana-Tag. Es geht in den Teil der Toskana, so wie man sie sich vorstellt. Sanfte Hügel, Weinberge, mit Zypressen gesäumte Wege, die zu römisch anmutenden Villen führen. Legendäre Weindörfer wie Montepulciano oder Oviedo. Immer wieder auch mal ein Bach, der durchquert werden muss. Wir fahren durch das Val d'Orcia und kommen an etlichen Thermalbädern vorbei wie San Quirico, Bagno Vignone, Castiglione. Oder an anderen Sehenswürdigkeiten wie Cappella della Madonna di Vitaleta, Podere Belvedere oder dem Shooting-Spot aus dem Film Gladiator. Die touristischen Highlights lassen wir links liegen und finden dafür unseren ganz privaten Badespaß unterm Wasserfall. Schneller Check vor dem Schlafengehen und am Morgen. Unsere Motorräder stehen noch wohlbehalten an der Uferpromenade. Gott sei Dank. Also schnell packen, Zimmer räumen und ein Café zum Frühstück suchen. Das fand sich gleich neben unserer Unterkunft. Ganz typisch italienisch standen dort nur 4 Leute am Tresen, tranken ihren Cappuccio und unterhielten sich leidenschaftlich. Von außen hörte sich das aber an, als wäre es ein volles Fußballstadion. Wir fanden derweil ein Tischchen in der Sonne und teilten unser Frühstück mit gar nicht schüchternen Spatzen. Sehe ich gut aus? Dann kann's ja losgehen. Auf die sogenannten Strade Bianche der Toskana. Puh, echt staubig. Aber schön. Man könnte ewig schauen. Da geht einem das Herz auf. Am liebsten würden wir auch all diese Weingüter besuchen. Wohl ein andermal. Dafür mitten durch die Weinberge durch. Man sieht deutlich, wer in der Gruppe hinten fuhr. Zwischendurch schöne Teerstraßen und tolle Fotospots. Ha, aber das können wir auch. Da thront Montepulciano auf ihrem Hügel. Kurze Ortsbesichtigung und Kaffeepause. Und weiter geht's. Leider nicht auf diesem berühmten Weg aus dem Film Gladiator. Es gab eine Umleitung, und so konnten wir das Haus nur aus der Ferne sehen. Als gebürtiger Franke musste ich ja wohl auf diesem Pilgerweg, die Via Francigena, auch Frankenweg genannt, der die Pilger auf ihrem Weg von Frankreich oder England aus nach Rom zur Grabstätte der Apostel Petrus und Paulus führte. Den auffälligen Turm im Hintergrund, den wollten wir mal aus der Nähe sehen, also hin. Nicht nur für die Pilger damals, auch für uns heute, kam das hübsche Örtchen Radicofani mit seiner mächtigen Wehranlage für eine Rast gerade recht. Eine kleine, einfache Brotzeit, wie es nur die Italiener können, auf einem kleinen, blumengeschmückten Platz inmitten der Altstadt, lässt einen glauben, dem Himmel ein Stück näher zu sein. Das war vielleicht auch die Absicht der Mönche, welche die Wehranlage um 973 errichteten. Einen Pilgerstempel hätten wir uns auch geben können, aber wir müssen weiter. Wenn der Treck da lang führt, da ist auch ein Wille oder so ähnlich. Halt doch mal an, da ist der Wasserfall. Aber zum Baden war es echt noch zu kalt. Also weiter. Es gab ja noch mehr Wasser. Diese Asiaten können einem echt leid tun. Da wird ihnen eine romantische Radeltour durch die Toskana verkauft und dann müssen sie sich bei 30 Grad die Hügel hinaufquälen und den Staub der Kfz schlucken. Uah.
Am späten Nachmittag erreichen wir Oviedo. Majestätisch thront die wohl schon von den Etruskern erbaute Stadt auf einem Hügel aus Tuffgestein, der im Mittelalter sogar Päpsten als Residenz diente. Der Dom, interessante Bauwerke, ein sagenhafter Brunnen und der namensgleiche Weißwein ziehen viele Touristen an. Außer Wein gibt es auch kleine Wirtshausbrauereien, die Craft-Bier brauen. Unser Stiefelbier heute. Übernachten wollten wir etwas außerhalb, auf dem Agriturismo Circoletta, inmitten von Weinbergen und friedlicher Stille. Erst bei einsetzender Dunkelheit erreichten wir den liebenswerten Bauernhof mit toll eingerichteten Zimmern und einer sehr sympathischen Wirtin. Unser Dämmerschoppen zum Abschluss des Tages war dann schon im Dunkeln.